Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Romeo Basida und heiße Sie willkommen. Heute ist Sonntag, der 7.6.2018. Ja, heute soll es gehen um ein altes Spiel. Früher, wenn ich in die Küche ginge, dann wurde ich nachher, wenn ich wiederkam, gefragt, was hat denn der Mann gesagt? Was wurde denn verhandelt? Und in diesem Sinne versuche ich jetzt heute hier spontan, improvisativ das zu rekapitulieren, was da passiert ist. Also es ging heute um die Geschlechterfrage, das Verhältnis von Mann und Frau. Es ging um das Scheidungsverhalten im Besonderen. Also der J wurde gefragt, ob denn das möglich sei, dass also eine Ehe geschieden werden kann. Und er antwortete nicht direkt darauf, sondern stellte eine Gegenfrage, was denn der Moses gesagt hat. Und Moses hat da wohl das bejaht, dass man dann eine Scheidungsurkunde ausstellen könne und so. Und darauf erwiderte der J also, das habe der nur gesagt, weil die Menschen so hartherzig wären. Ich sag mal, diese ganze Situation ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar. Das ist alles sehr lange zurückliegend und vermutlich waren die Frauen damals auch das schwächere Geschlecht. Die wirtschaftlichen Verhältnisse waren natürlich noch viel härter. Und eine Scheidung bedeutete dann auch für die Frau eine Ruin oder eine Verelendung, weil sie praktisch kein Einkommen, keine Möglichkeit mehr hatte zu überleben. Und von dem Sinne könnte man vielleicht sagen, dass das mit dem hartherzig gemeint sein könnte. Ja, heute sieht die Situation etwas anders aus. Wir haben ja bald eine Scheidungsquote im Durchschnitt von 37%. Ich glaube, 2017 haben wir so 153.000 Scheidungen gehabt. Und also im Durchschnitt 37%. Und man kann sagen, dass also 47% halten der Ehe, aber 37%, da kam es zur Scheidung. Manche derjenigen, die sich haben scheiden lassen, die heiraten nochmal neu. Andere wiederum heiraten nicht mehr neu. Also, die Frage ist ja auch, warum passiert das? Und einer dieser Sprüche heißt ja, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Und es scheint so, dass in guten Zeiten die bedrohter ist als in schlechten Zeiten. Weil in schlechten Zeiten erstmal beide Seiten die Zähne zusammenbeißen und versuchen durchzuhalten, aufeinander angewiesen sind. Und zum anderen auch, weil die Verlockungen nicht so groß sind. Also heute zum Beispiel ist es so, dass die Frauen oft als Gewinner herausgehen und die Frauen sind auch diejenigen, die Ehe auflösen wollen, also öfter. Also meistens geht der Scheidungswunsch von den Frauen aus und nur, also von, sagen wir 150.000, dann haben wir so 83.000 gehen von den Frauen aus, 12.000 geht von einer gemeinsamen Scheidung aus und der Rest kommt dann von den Männern. Die Männer sind diejenigen, die die Scheidung nicht anstreben, meistens, vielleicht wenn sie gut gestellt sind sowieso, aber in der Regel gehen sie als Verlierer daraus. Und 38% der Befragten, die sich haben scheiden lassen, der Männer sagten, dass es ihnen schlechter ging, dass sie durch die Scheidung sich verschlechtert hätten. Also die Frauen dagegen sagten, dass sie sich verbessert hatten. Also 27% der Frauen sagten, dass sie sich verbessert hätten und ich glaube 38% der Männer sagten, dass sie sich verschlechtert hätten. Ja, das sagt ja schon etwas darüber aus, wo die Motivation herkommt. Und als Gründe werden oft finanzielle Angelegenheiten angegeben. Ja.
Ja, und in diesem Sinne passt also heute, also die Scheidungsquote war schon mal höher, so um 2000 oder so, lag die bei 50-51%. Und jetzt liegt sie nur bei 37%, vielleicht weil auch die Zeiten schlechter werden. Ja, die meisten Ehen werden so, also der Durchschnitt, sagt man, der Scheidung liegt so bei 15 Jahren, aber viele Ehen werden auch schon in den ersten 5 bis 10 Jahren geschieden und dann kommt nochmal ein großer Schub bis 15 Jahre und es gibt auch welche, die sich danach haben scheiden lassen. Naja, wenn sozusagen die Illusion zerplatzt ist. Ja, und in diesem Sinne jetzt ist jetzt interessant, wie jetzt der J auf die Scheidungsfrage argumentiert. Also den Schriftgelehrten, den hat er ja schon gleich mal einen ausgeschenkt, ne? Mit ihrem Moses und so und mit der Hartherzigkeit. Das hätte der nur gesagt, weil die Menschen so hartherzig sind. Und dann haben dann da seine Spezies, die haben dann nochmal nachgehakt und dann hat er das näher erläutert. Und der Hintergrund scheint dann so zu sein, dass er auf den Anfang auf die Genesis zurückging. Und in der Genesis steht dann so irgendwas von, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und also so als Behauptung oder Erkenntnis oder wie auch immer, ist egal. Jedenfalls steht das so am Anfang. Und daraufhin sollen also die Tiere geschaffen worden sein, damit sie den Menschen ein Hilfsmittel seien. Nicht nur damit er nicht allein sei, damit er auch was zu tun hat und so weiter, mutig. Aber allein sein heißt, man kam dann zu der Einsicht, dass der Mensch etwas braucht, das so auf seiner Ebene ist, dass er also etwas dem Menschen sich selber Ähnliches hat als Hilfsmittel. Es ist von Hilfsmitteln die Rede. Die Menschen, die Tiere als Hilfsmittel. So ein Satz gefällt mir auch nicht. Also, ich sag mal, wenn man das heute so anschaut, dann sind die hier. Die Tiere keine Hilfsmittel mehr, sondern die sind, die werden bekämpft, die werden ausgerottet, da wird ein elender Kampf gegen diese Tiere geführt. Wenn man zum Beispiel an die Nutztierhaltung denkt oder so, das hat mit Hilfsmitteln nichts mehr zu tun. Im weitesten Sinn natürlich dient das irgendwie der Essen und es dient natürlich im weitesten Sinn auch der Profiterzielung und von daher scheint das jetzt schon gerechtfertigt zu sein, aber es gefällt mir nicht und als Vegetarier natürlich sowieso nicht. Ja, ich komme immer wieder ab und dann komme ich wieder zurück. Wo war ich jetzt? Bei den Tieren, ja. Ja, und dann wurde die Frau geschaffen und also am Anfang der Schöpfungsgeschichte steht also der Mann. Und der Mann für den Mann ist es nicht gut, wenn er alleine ist, heißt es. Und dafür hat er dann die Tiere als Hilfsmittel oder zur Jagd und so. Und dann wurde die Frau geschaffen, die sozusagen auch ein Hilfsmittel ist, aber die der Mann dann als gleichgestellt, als angemessen für sich selber akzeptieren kann, weil das heißt dann, ihr Bein ist so wie meins und so, und das kann man ja jetzt von Tieren so nicht sagen. Also die Tiere sind ja völlig anders und obwohl jetzt hier manche Hunde und so natürlich auch schon so ein menschenähnliches Verhalten angenommen haben. Ob das damals schon war, weiß ich nicht. Ja, und in diesem Sinne argumentiert also der J, dass das von Anfang an her, von der Genesis her festgelegt worden, dass Mann und Frau zusammen sein sollen, weil es nicht gut sei, wenn einer alleine ist. Ja,
ist natürlich eine männlich dominierte Sichtweise. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ja, dann kommt da schon ein zweiter Abschnitt, da ist noch von den Kindern die Rede und ja, die Kinder und Jetzt sind wir wieder unterbrochen worden und jetzt habe ich den Faden verloren und möchte den auch nicht wieder aufnehmen. Ich weiß sowieso am Ende, die schafft immer nur 10 Minuten und eigentlich sollte ich das langsam drauf haben, dass ich das so weiß, wann ich Schluss zu machen habe, aber das hat jetzt wieder nicht geklappt und von daher haben wir jetzt hier also einen zweiten Anfang und ich setze das jetzt fort, aber nur ganz kurz. Wollte eigentlich nur sagen, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und machen Sie es gut. Und okay, dann tschüss.